Sie sabotieren absichtlich Dinge und stellen dich als verwirrt dar, oder sie geben dir Tipps, die dir absolut nicht gut tun. Oder sie sagen andauernd, du hast keine Erfahrung, du hast doch wirklich keine Ahnung. Stark narzisstische Menschen wollen ihr Umfeld sehr, sehr gerne verunsichern und sie als Loser und totale Nieten darstellen. Bei welchen Themen machen sie das sehr, sehr häufig? Wie machen sie es oft? Warum machen sie das? Und, das gucken wir uns auch an, es gibt ja einen, der es macht. Warum lässt man das überhaupt mit sich machen und wie kann man da besser seine ganz klaren Grenzen setzen? Das erkläre ich euch, habe ganz viele Tipps und am Ende natürlich auch wie gewohnt 3 Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie, schön, dass du da bist, vielleicht auch wieder da bist. Ja, heute ein sehr praxisnahes Video, wie ich finde. Es war mir auch wichtig, mal zu schauen. Ja, ich sage euch sehr oft, stark narzisstische Menschen haben sehr geringen Selbstwert, den sie stabilisieren müssen. Und das machen sie sehr oft, indem sie eben andere Menschen runtermachen, um sich selber aufzuwerten. Und das ist natürlich immer blöd, wenn sie da auf Menschen treffen, die oft einen geringen Selbstwert haben und da Probleme haben, Grenzen zu setzen. Ich finde aber, sie machen das wirklich sehr häufig bei sehr, sehr ähnlichen Themen und auf eine sehr ähnliche Art und Weise. Und genau deshalb schauen wir uns genau das heute an. Wenn du eigene Gedanken hast zum Thema, schreib es gerne in die Kommentare, können wir uns natürlich auch austauschen. Und ansonsten jeden Samstag frisches Video, frischer Content zu unterschiedlichen Themen hier auf meinem Kanal, aber mit immer richtig vielen Tipps. Abonniere deshalb gerne meinen Kanal, wenn du kein Video mehr hier bei mir verpassen willst. Jetzt steigen wir mal ein. Was sind so ähnliche Verhaltensweisen, die Narzissten da an den Tag legen, wenn sie ja vielleicht auch dich manchmal als Loser dastehen lassen wollen? Und das könnt ihr auch übertragen im Kleinen, also ich habe gleich mal so Alltagssituationen, aber auch im Großen, also wenn ihr euch andere Situationen anschaut. Erstmal das Thema Intelligenz. Also ich habe euch schon sehr oft gesagt, narzisstische Menschen, die mögen das Thema Wissen und sie mögen es auch als sehr schlau und smart dazustehen. Sie wollen gerne schlauer sein als der Rest der Welt. Wenn ihr genau hinguckt, sind sie das oftmals gar nicht. Sie sind doch oft viel zu faul, sich Wissen überhaupt anzueignen, aber sie merken durchaus, wenn andere Menschen mehr wissen als sie und für sie dann zur Gefahr werden könnten. Denn, ich habe euch auch oft gesagt, Narzissten leben in ihrer Schwarz-Weiß-Welt. Es gibt einen, der ist wissend und die anderen, die sind eben nicht wissend. Und sie wollen unbedingt als wissend dastehen, haben totale Angst, da bedroht zu werden und sind auch neidisch auf andere, wenn die, wie gesagt, mehr wissen. Und anstatt sich darüber zu freuen, dass andere mehr können, mehr wissen, von ihnen zu lernen oder mehr zu erfahren, machen sie Folgendes: Sie machen den anderen oft runter. Sie wollen ihn als Loser dastehen lassen. Und das über ziemlich häufig die gleichen Maschen und Verhaltensweisen. Entweder führen sie verwirrende Gespräche und Monologe die ganze Zeit und verwickeln das Gegenüber so, ja, in diesen, eigentlich ist es kein Gespräch, es ist ein Monolog. Und wenn man aber genau hinguckt, dann ist es ja eigentlich wirr. Es hat auch oft keinen logischen Zusammenhang, aber bei Narzissten ist ja oft dieses, wer viel redet, der wirkt dann schlau. Die anderen verstehen das vielleicht, die merken das gar nicht, dass sie vielleicht Blödsinn reden und vielleicht merken sie, wenn man genau hinguckt, es aber auch nicht. Und es ist oft auch so, dass sie Menschen in so ganz komische Gespräche verwickeln wollen. Das heißt, sie tauschen erst einmal vermeintlich Argumente aus und dann nehmen sie aus dem, was man gesagt hat, einzelne Teile und stellen die dann in einem ganz anderen Zusammenhang dar. Wenn man das dann richtig stellt, dann bist du jetzt schon so verwirrt, dass du nicht mehr weißt, was du sagst. Und wenn man dann in das richtige Extrem kommt, stellen sie einen dann irgendwann oder wollen einen irgendwann als psychisch wohl etwas angeschlagen hinstellen. Oder sie fangen an, mitten im Gespräch zu sagen, ja, was du gerade gesagt hast, bitte fass es doch mal in einen Satz zusammen. So schwer kann es nicht sein, du bist doch so schlau. Es sind aber oft so komplexe Argumente oder Sachen, die man einfach schlichtweg nicht in Schwarz und Weiß einteilen kann. Und dann wird es so dargestellt, dass man ja nicht in der Lage ist, es einfach darzustellen. So gab es auch bei Manu gerade wieder diese blöde Situation. Sie lag schon wieder wach, war total aufgewühlt und auch kaputt, denn es gab wieder Streit mit ihrem Freund Markus. Die beiden hatten sich auf Netflix so eine Serie angeguckt und da ging es auch um so eine Juristin dort und um so einen Fall.
Und Markus fing schon wieder so an, so komische Thesen aufzustellen und wusste genau, dass es Manu wieder einmal triggern würde, denn sie war Juristin, auch schon viele Jahre erfolgreich tätig. Das war halt ihr Spezialgebiet. Und sie konnte es nicht auf sich sitzen lassen und sagte, nee Markus, das stimmt doch so nicht. Und Markus, muss man dazu wissen, hatte eine Ausbildung, arbeitete im Büro und hatte mit der Juristerei an sich gar nichts zu tun. Und er fing trotzdem immer an zu sticheln. Und Manu versuchte ihm das nun zu erklären. Und er stellte immer wirrere Thesen aus, fing dann an, aus ihren Sätzen da, aus ihren Sachen, die sie sagte, einzelne Sachen herauszunehmen und sagte, ja, Manu, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt stell doch mal das, was du gerade gesagt hast, in einem Satz dar. Das ging aber gar nicht. Manu versuchte ihm das verständlich zu machen. Nein, Markus, das kann man ja nicht. Man muss ja gewisse Sachen dort mit einspielen lassen. Siehst du? Du bist ja eine tolle Jurist, du hast es ja voll drauf. Ja, und ja, Manu arbeitete sich daran wieder ab, dass Markus das nun verstand, aber er wollte oder konnte es vielleicht auch einfach nicht verstehen. Und jetzt lag Manu die ganze Nacht wieder wach und grübelte darüber und war kaputt. Aber auch beruflich versuchen narzisstische Menschen, müsst ihr mal darauf achten, ihr Umfeld immer ja als Loser dastehen zu lassen, es ins Lächerliche vielleicht auch zu ziehen, was er oder sie macht. Da sind vielleicht die narzisstischen Eltern, die andauernd sich gar nicht erinnern können, was die Tochter nun beruflich macht, wo sie arbeitet, was sie studiert hat, was natürlich eine Art der Abwertung ist, wo man sich vielleicht als Tochter oder Sohn auch wirklich ja irgendwie als Loser vorkommt, als Loser dargestellt wird, weil man dann oft von ihnen verglichen wird. Ach, die Nachbarin, die ist ja Zahnärztin, der Nachbar ist ja bei der Feuerwehr. Also alle sind gefühlt besser und es wird verglichen und oft auch abwertend gesagt, ich verstehe ja gar nicht, was du machst. Auch da kann man sich immer wieder als Loser fühlen. Oder auch in Partnerschaften, dass die Partnerin oder der Partner einfach runtergemacht wird, obwohl er beruflich erfolgreich ist. Es wird immer das Haar in der Suppe gesucht oder es wird es sogar noch getriggert, Ängste werden getriggert, wenn die Situation sowieso schon vielleicht belastend ist. So geht es Alessia. Alessia, ja, die hat gerade echt Probleme, die hat einen Job, einige Zeit und jetzt droht dort eine riesen Entlassungswelle. Und ihr Partner, der Niklas, mit dem sie jetzt gerade eine größere Wohnung gezogen war, anstatt sie zu trösten und anstatt irgendwie hinter ihr zu stehen, macht er ihr noch die ganze Zeit Stress. Alessia, jetzt mach mal die Bewerbungsunterlagen fertig. Oh Mann, ja, du hast bist du da rausgeflogen, was hast du da gemacht? Es wird ja auch schwierig, das alles in Gesprächen, dass du da Argumente findest. Also er macht sie die ganze Zeit noch eher runter und sie fühlt sich noch mehr als Loser, anstatt dass sie sich gut fühlt. Oder Narzissten auch in Partnerschaften stellen sich genau in solchen Phasen dann als besonders erfolgreich dar, sodass man sich wirklich immer noch schlechter fühlt. Also könnt ihr auch mal drauf achten. Fehlersuche im Alltag, das ist auch etwas, wo man sich auch permanent als Loser fühlen kann, wenn man die Masche nicht erkennt und seine klaren Grenzen setzt. Wenn man etwas erzählt, müsst ihr mal darauf achten, bei narzisstischen Menschen wird erstmal alles angezweifelt. Also es wird nicht gesagt, oh interessant, was du da gelesen hast, toll, Mensch, wo hast du das denn her oder so. Es wird sofort gesagt, nee, das glaube ich nicht. Ach, bist du sicher? Ja, aber. Und dann fangt ihr vielleicht an, in so eine Rechtfertigungsschleife zu gehen, ganz akribisch rauszusuchen, wo ihr was her hattet und euch abzuarbeiten, dem oder derjenigen dann doch zu erklären, dass das, was man daraus gesagt hat und gefunden hat oder erfahren hat, auch richtig ist. Und man fühlt sich trotzdem ja dann irgendwie als Loser, nicht so richtig ernst genommen vor allem. Und das ist auch echt wahnsinnig anstrengend. Dann werden vielleicht immer so komische Scherze und Bemerkungen gemacht, ne, dass man angeblich irgendwie einen komischen Geschmack hat oder keinen Geschmack. Was hast du denn heute schon wieder für wild in die Klamottenkiste gegriffen? Lena, wow, mutig, ha? Ja, also solche komischen Sätze, die da irgendwie kommen, wo man sich vielleicht auch sofort, wenn man nicht diese klare Haltung hat, hey, was für ein blöder Spruch, ja, oder nachzufragen, wie meinst du das jetzt, sich da irgendwie komisch vorzukommen und dann im schlechtesten Fall, wenn diese Abwertung immer kommt, sich so als Loser zu fühlen, dass man selber tatsächlich gar keinen Geschmack hat. Oder es kann eben auch sein, das machen Narzissten auch echt oft. Ich habe es euch schon aufgehört, diese Tippfehlernummer, ja, also da ist zum Beispiel irgendwie die Mia, ja, und die Mia hat jetzt echt allen Ernstes, sie guckt ihre WhatsApps durch und da ist so eine Gruppe
von Freunden und sie guckt da so rein und sie traut ihren Augen nicht. Sie hatte da irgendwie schnell was reingetippt, ging um eine Verabredung, bring a plate und jeder hatte was reingeschrieben und sie hatte irgendwie so einen ganz besonderen Salat und hat sie einfach so den Namen reingetippt und dann hat ihre gute Freundin Märta hat dann allen Ernstes dieses Ding genommen, diesen Namen genommen und da hatte sie irgendwie 2 Buchstaben irgendwie verdreht und hat das dann korrigiert nochmal rumgeschickt. Das machte sie so oft, dass sie irgendwas so ganz komisch, wenn sie was sagte oder was tat, irgendwie korrigierte und sie völlig dämlich darstellen ließ und sie fühlte sich dann immer als völliger Loser. Und das habt ihr wirklich sehr oft über sehr ähnliche Sachen. Ich habe gesagt, Tippfehler ist so eine Sache, dann dieses ständige Anzweifeln, was man irgendwie sagt, ne? Geschmack von Kleidung oder so. Also sie gucken schon, wo ist das Gegenüber vielleicht so ein bisschen verletzlich. Ihr habt es vielleicht auch mal irgendwie gesagt und das wird dann irgendwie getriggert und sie lachen, belächeln einen dann und wenn man da nicht eine klare Haltung und klare Grenzen setzt, kann man sich da echt verunsichern lassen und dann eben sich auch schnell als Loser fühlen, was man natürlich gar nicht sollte. Jetzt kommen wir in den, Narzissmus hat eine große Bandbreite, jetzt kommen wir echt in den bösartigen Bereich. Ja, sabotieren absichtlich, sodass etwas passiert. Das ist das Gaslighting. Auch unter anderem Thema in meinem aktuellen Buch, kann ich euch hier nochmal sagen. Da sind auch ganz viele Maschen, Verhaltensweisen, typische von Narzissten mit richtig vielen praktischen Tipps. Ja, sie verstecken zum Beispiel Dinge und diese Dinge sucht man dann und dann auf einmal tauchen sie wieder auf. Wie von Geisterhand, also die Narzissten legen es wieder hin und sagen, guck mal, hier ist es doch. Und dann wird gesagt, du bist ja so schusselig. Und man selber, wenn man da nicht klar ist und sagt, nee, irgendwas stimmt hier nicht, ja, ist dann irgendwie vielleicht verunsichert. Das hat so was Kindergartenmäßiges, finde ich immer. Aber im bösartigen Bereich machen die das wirklich. Oder sie geben Infos absichtlich nicht weiter und sagen dann, nee, das hast du aber nicht gesagt. Ja, und so ging es auch Greta mit ihrer Schwester Lilly. Sie war so wahnsinnig genervt von ihr. Das lief immer gleich ab, nämlich so, dass Greta irgendwelche wichtigen Termine hatte und sagte Lilly auch Bescheid. Und diejenige, die nicht kam, war Lilly und dann sagte sie ihm angeblich, Greta hätte ihr nichts von dem Termin gesagt. Und das war jetzt wieder so und das war wirklich ein wichtiger Termin. Es war mit der Mutter, es ging um so Pflegethematiken, die sie besprechen wollten. Und sie hatte ihrer Schwester Bescheid gesagt und wer wieder nicht da war, war die Schwester. Und jetzt rief sie Lilly an und sagte, hey Lilly, wo bist du? Wieso, wo soll ich sein? Ja, ich bin gerade unterwegs, beruflich. Ja, aber wir hatten noch den Termin heute mit Mama. Wir hatten keinen Termin mit Mama. Ja, aber sagte sie, ich habe dir das doch vor 3 Wochen gesagt. Du hast mir gar nichts gesagt. Bist du schon genauso wirr wie Mama oder was? Nerv mich jetzt nicht. Und meinte, ich muss jetzt auch auflegen. Ja, ich bin unterwegs, habe ich dir doch gesagt. Können wir noch mal drüber reden und legte auf. Ja, und Greta kam sich so bescheuert vor. Es war jedes Mal das Gleiche. Sie war so ein zuverlässiger Mensch. Aber Lilly vergaß immer angeblich irgendwelche Termine, die aber wahnsinnig wichtig waren. Und dann stellte sie immer dar, wie Greta, als wäre sie nicht ganz dicht und wäre der Loser, weil sie es nicht gebacken kriegen würde, irgendwelche Termine dort einzutüten. Das habt ihr halt auch sehr oft. Und gerade wenn man jemand ist, der sehr stark reflektiert ist, kann man da sich natürlich verunsichern lassen. Dann das nächste ist auch sehr, sehr oft eine sehr häufige Masche, weil du hast doch gar keine Erfahrung. Ja? Und über dieses Thema Erfahrung wird dem Gegenüber dann nichts zugetraut. Das machen gerade ältere Narzissten sehr, sehr oft mit Jüngeren. Sie suggerieren, ich bin alt, ich bin weise, ich weiß sehr viel, du bist jung, du bist dumm und du kannst nichts. Also wenn man es jetzt richtig runterbricht, im Extremfall. Und das ist etwas, da muss man wirklich aufpassen, nicht aufs Glatteis, auch gerade beruflich zu geraten oder auch in anderen Strukturen. Da habe ich ein super ausführliches Video mit ganz vielen Beispielen auch gemacht, hier oben und hier unten zum Thema Narzissmus im Alter. Denn da müsst ihr wirklich mal darauf achten, da nicht drauf reinzufallen und euch dann nicht schlecht fühlen, suggerieren zu lassen, dass ihr überhaupt nichts könnt. Das könnte nämlich, ihr könnt vielleicht sogar auch viel, viel mehr als irgendjemand, der älter ist, aber man lässt sich da als Jüngerer schnell verunsichern. Man kriegt Tipps von stark narzisstischen Menschen, die einem alles tun, aber eben einem nicht gut tun. Sie ziehen einen oft zusätzlich noch runter, sie schaden einem im bösartigen Bereich sogar. Und Narzissten schämen sich aber nicht dafür, einem da irgendwie vielleicht auch absichtlich aufs Glatteis geführt zu haben. Man blickt es vielleicht auch erst einmal nicht, weil sie so vertrauenswürdig und auch so nett und kompetent mitunter auch wirken. Man vertraut leider viel, viel zu früh. Und schlimm ist das bei vielen Narzissten im Umfeld, da kann man echt Schaden und Schiffbruch erleiden. Ja, und jetzt
ging es Lars auch so, der mit seinem Freund Paul, ja, die hatten jetzt einen Austausch und Paul kriegte mit, dass Lars jetzt ein bisschen Geld von seinen Eltern bekommen hatte und da war Paul sofort vor dem Teil, Lars, das musst du auf jeden Fall, ich habe mit Kryptowährungen, ich kenne mich super gut aus und das ist jetzt echt gerade sowas, eine richtig geile Sache, die wird jetzt wahnsinnig durch die Decke gehen. Es gibt auch so eine Börse, da schicke ich dir einfach mal einen Link, melde dich darüber an, dann kriegst du ein bisschen was, ich krieg ein bisschen was. Das ist echt eine super Sache. Und, aber Lars meinte so, nee, ich will es eigentlich lieber fest anlegen. Boah, fest anlegen, das macht heute echt keine Sau mehr. Die Zinsen sind voll schlecht, andere geht durch die Decke. Dann kannst du dir endlich das Auto kaufen, was du wolltest. Komm, hey, willkommen irgendwie in der Neuzeit. Ja? Ich meine, wo lebst du denn? Keiner legt dein Geld mehr fest an. Ja, aber Lars war irgendwie unsicher, aber trotzdem, Paul ließ einfach nicht locker. Immer wieder schickte er ihm den Link. Und irgendwann dachte er, vielleicht ist es wirklich so, Lars ja auch immer rechts und links mal was darüber, vielleicht ist es wirklich besser, es in Kryptowährungen anzulegen. Ja, und so machte er über diesen Link, legte etwas an. Und Paul ja, schrieb auch sofort zurück, hey, cool, hast dich angemeldet, hab mein Geld schon gekriegt, du kriegst eins bestimmt auch bald, deine Gutschrift. Ja, er kriegte alles, nur nach 3 Wochen war die Kryptobörse pleite, die war nämlich unseriös, es war Betrug. Und ja, Lars hat sein ganzes Geld verloren, aber Paul war für ihn nicht mehr ansprechbar. Das habt ihr auch super, super oft, also dass sie einen zu komischen Sachen drängen, ihn beraten. Dann Geldthema, habe ich euch gesagt, Geldexperten ist oft ihr Label, was sie haben wollen, kennen sich oft aber echt nicht aus und drängen einen dann wahnsinnig zu irgendwelchen Sachen. Und da muss man wirklich auch aufpassen und man selber, ja, fühlt sich vielleicht auch, ne, deswegen sagte ich das eben auch als Loser, so nach dem Motto, Festanlage macht ja keiner mehr. Ja, und dann ist man aber am Ende des Tages, wenn man auf die Tipps hört, leider oft eher der Verliererseite. Und Narzissten machen das schamlos, wenn sie ihren eigenen Vorteil auch generieren können. Das ist denen eigentlich auch ziemlich egal, leider. Unvollkommenheit wird einem vorgeworfen. Ja, das ist leider, das hört sich skurril an, aber das machen narzisstische Menschen ja oft. Schon als Kind wird einem immer gesagt, das ist ja ganz nett, aber, ja, es wird das Haar in der Suppe gesucht und man ist eigentlich auch sowieso nie genug. Das ist schon ganz gut, dass du da jetzt eine 2 hast, aber ich sehe, ja, da haben auch andere eine 1. Ja, das ist ja toll, dass du jetzt irgendwie so eine schöne Wohnung gefunden hast, aber die ist ja jetzt in Friedrichshain und nicht in Prenzlauer Berg. Ist nett, aber ja. Also all solche Sachen, Kleinigkeiten, Großigkeiten sozusagen, ne, wo immer ein Aber kommt oder ja, das ist schon nicht schlecht geworden, aber, ja, auch im Job zum Beispiel. Also es ist immer und auch in Partnerschaften, ja, das ist schon ganz schön, aber, ja, und so kommt man sich ständig als unvollkommen vor und als Loser sozusagen, besonders dann, wenn man halt wenig Selbstwert hat und wenn man nicht mal seine klaren Grenzen auch setzt und eben auch sagt, an manchen Punkten, also dieses total Perfekte gibt es einfach gar nicht und es ist völlig in Ordnung für mich. Und du kannst nichts, du bist nichts. Das sind so typische Gefühle, die dann oftmals aufkommen. Und oftmals werden dann auch so Vergleiche mit anderen gezogen, wo man dann auch immer sich so total als Loser fühlt. Ja, wieso machen narzisstische Menschen das? Warum wollen sie andere als Loser irgendwie dastehen lassen? Es ist doch eigentlich komisch. An sich möchte man das, als gesunder Mensch möchte man das gar nicht. Aber Narzissten, wie gesagt, da sind so ein paar Sachen, die da oft hinterliegen. Einmal, um von sich selbst abzulenken, ne? Andere so ein bisschen ja, schlechter dastehen zu lassen, lenkt vielleicht auch von den eigenen sozusagen Unzulänglichkeiten, also dem, was man nicht kann, sozusagen auch ab. Dann projizieren sie oft ihre eigenen Probleme, die sie oft haben, auch aufs Gegenüber oder Themen auch. Ne? Es sind Themen, die ihnen oft selbst große Probleme bereiten. Ne? Wie gesagt, sie sind oft nicht besonders smart und bedienen sich dann dieser Taktik, andere als dumm quasi dastehen zu lassen, um dann irgendwie doch noch schlau zu wirken. Wenn es eben auch darum geht, Schönheit habt ihr das auch ganz oft, andere so abzuwerten, Bemerkungen irgendwie zu machen, um selber dann ja irgendwie scheinbar gut dazustehen. Es ist alles, was in ihren Augen so ein tolles Image hat, was sie unbedingt haben wollen, worauf sie auch neidisch sind und da versuchen sie andere abzuwerten. Muss aber auch sagen, sie merken es oft gar nicht, dass sie sich da selber irgendwie auch so ein bisschen ins Ausschießen. Denn viele Menschen denken sich ihren Teil und denken so, wenn jemand solche Bemerkungen macht, das ist aber auch sehr unangenehm. Und sie denken aber, ja, nee, das
da sitze ich jetzt und stehe ich im guten Licht da und ja, und der andere fühlt sich dann sozusagen als Loser, wenn er eben keinen Selbstwert hat. Wenn Sie selbst angeschlagen sind oder man Sie gekränkt hat, dann wollen Sie den eigenen Selbstwert so wieder stabilisieren. Wir hatten vorhin, ich glaube, er hieß Markus, ne? Markus und Manu auf dem Sofa und dann da kam diese Diskussion, diese juristische Diskussion, die da irgendwie ausgebrochen ist. Und das kann sein, dass Manu Markus vielleicht irgendwie gekränkt hatte. Ein paar Stunden vorher, einen Tag vorher, also irgendwas gemacht, was ihm nicht gepasst hat. Hatte sich mit einer Freundin irgendwie verabredet und ihm gefiel das irgendwie nicht. Ja, Narzissten haben dann manchmal ganz komische Vorstellungen und so versuchen sie dann, dem Gegenüber eins auszuwischen, eben darüber, dass sie den runter machen und als Loser dastehen, um den eigenen geringen Selbstwert dann wieder zu stabilisieren. Manchmal sind es aber auch Themen, die sie woanders haben. Kann auch sein, dass Markus irgendwie im Job ein Problem hatte oder Ärger vom Chef gekriegt hat und die arme Manu das dann über diese Art und Weise von ihm abkriegen soll. Ja, wieso macht man das mit und wieso erkennt man es oft nicht, sollte man sich auch immer angucken. Es gibt ja immer einen, der es macht, sage ich, und immer einen, der es blöderweise mit sich machen lässt. Es kann sein, dass dieses Muster, immer fehlerhaft zu sein und sich auch schnell als Loser zu fühlen, von früher kommt. Narzisstische Eltern hier oben, hier unten, auch nochmal ein Video dazu, man fühlte sich da schon nicht genug und es ist normal, dass Menschen im Umfeld immer ein Aber haben, immer eher auf Fehler hinweisen, einen nicht loben, an sich nicht freundlich sind, komische Scherze machen. Man akzeptiert das, man kennt es nicht anders, fühlt aber, dass es nicht nett ist. Und so hat man dann vielleicht ganz viele Menschen, die so sind und die einem dieses Loser-Gefühl suggerieren, eben im Umfeld. Und da kommt dieses ungesunde Schlüssel-Schloss-Prinzip, von dem ich euch so oft schon was sage. Es gibt eben einen, der nicht reflektiert, also narzisstische Menschen, die wenig reflektieren und die in ihrer Schwarz-Weiß-Welt leben. Und der macht den anderen runter, sieht bei sich keine Probleme. Und dann gibt es die Person, das Gegenüber, was ständig reflektiert, ja, sich immer hinterfragt, gar nicht mal sagt, nee, ich bin gut, das ist in Ordnung. Und sich dann sozusagen auch schlecht behandeln lässt und den eigenen Wert eben auch nicht kennt. Und nur so kann es leider dann auch ungesund funktionieren. Umso wichtiger, dass man aus dieser Rolle des Losers sozusagen, also sich runtermachen lässt, rauskommt. Und da jetzt kommen meine Tipps, nämlich, kommt natürlich keine Fee des Nachts und macht Ping, sage ich euch so oft. Das ist einfach ein Prozess, der oft nicht so einfach ist, aber es ist ein Prozess, den man durchaus starten sollte. Ich finde erstmal so ein bisschen emotional Abstand zu nehmen ganz wichtig, die Dynamiken eben auch zu erkennen. So eine Manu, muss die erstmal so ein bisschen auch Abstand bekommen, örtlich vielleicht auch emotional, um zu erkennen, was macht der Markus da eigentlich mit mir. Ja? Vielleicht auch mal mit einer guten Freundin, die nicht narzisstisch ist oder einem guten Kumpel, mal reden und mal das zu besprechen. Vielleicht dann auch zu merken, also irgendwas stimmt da von der Dynamik, von dem Ablauf eben nicht. Also Dynamiken zu erkennen, ein ganz, ganz wichtiger, mitunter auch schmerzhafter Punkt, auch von früher und heute. Gaslighting, also da sind wir, wie gesagt, im bösartigen Bereich, erkennen und dass diese komischen Situationen halt immer nur bei Narzissten auftreten. Das ist auch super auffällig, also bei Greta, die auch sagt, Mensch, das passiert nur bei meiner Schwester Lilly irgendwie. Dann ist das schon sehr auffällig und Greta sonst auch wieder ein zuverlässiger Mensch ist, kann sie davon ausgehen, das Problem liegt nicht bei ihr und auch bei Gaslighting zu sehen, wie lächerlich das auch ist. Ja? Also da auch das zu sehen, hat eher was Kindergartenmäßiges, sowas zu machen. Dann sehen, dass man schon lange bei vielen Narzissten es vielleicht mitgemacht hat. Auch das ist wichtig. Das auch für sich so ein Selbstverständnis zu entwickeln, zu sagen, wow, ich habe mich hier echt ganz schön lange schlecht behandelt und runtermachen lassen und als Loser dastehen lassen und sich dann auch mal, und da sind wir beim Thema Selbstbewusstsein, sich dessen bewusst zu werden, was man kann. Also hier oben, hier unten nochmal ein Video, das kann sein, dass man das nie entwickelt hat, darauf mehr zu achten. Auch die Themen zu erkennen, bei denen Narzissten das machen. Ich habe euch das eben gerade gesagt, das sind super oft sehr ähnliche Muster und Themen und auch die Art der Kommunikation. Übrigens Kommunikationssprache hier oben, hier unten nochmal. Ja? Eine Haltung zu entwickeln. Es kann nur dann funktionieren, wenn man sich da sozusagen pieksen und ärgern lässt, wenn man sich verunsichern lässt. Wenn man gleich sagt, ja, ich habe das und das gelesen, ja, wo, was, und dann zu sagen, ja, weiß ich nicht mehr da und auch diese These dann zu vertreten oder auch zu wissen, ja, das ist jetzt schwierig mit meinem Job, ich bin auch früher rausgeflogen, aber
Ich habe auch eine Lücke im Lebenslauf, trotzdem werde ich einen Job finden. Hör jetzt bitte auf, mich hier so zu verunsichern. Ja? Oder auch Manu, dass die Markus sagt, es ist lächerlich, hier diese Juristengeschichten mit mir zu diskutieren. Du weißt, ich bin Juristin, was soll das jetzt? Ich mache da nicht mehr mit. Fertig. Also da wirklich eine klare Haltung eben zu haben. Dann diese Art der Diskussion halt nicht zu führen. Das kostet euch Energie, kostet euch Zeit, es führt einfach zu allem, zu gar nichts. Also von daher da nicht sich reinziehen zu lassen. Wie gesagt, und gerade im engen Umfeld darauf zu achten, dass man diese stark narzisstischen Menschen dort nicht hat. Ihr werdet es nicht vermeiden können, im Alltag ihnen zu begegnen. Da wird es vielleicht auch mal wieder passieren, eben bei diesen Themen, deswegen sage ich auch im Großen und im Kleinen, dass sie euch da verunsichern wollen. Aber jetzt wisst ihr das ja, und da auch eine klare Haltung zu haben, da ist es oft auch leichter, weil man da emotional nicht so verstrickt ist, auch die klare Haltung zu haben, ja, das kann ich jetzt nicht genau sagen, wo ich das her habe, aber können Sie mir vertrauen, das war eine sehr seriöse Quelle, oder also diese klare Haltung eben zu haben und sich eben bewusst zu sein, dass du wertvoll bist und kein Loser und dass auch niemand das Recht hat, dich da ständig abzuwerten. Jetzt meine 3 Fragen. Das erste ist, ja, hast du manchmal das Gefühl, von Narzissten als Loser sozusagen dargestellt zu werden? Das zweite ist, in welchen Bereichen versuchen sie das oft? Und das dritte ist, wie kannst du da jetzt starten, deine eigenen Grenzen zu setzen? Ihr Lieben, wenn ihr individuelle Fragen habt, Tipps braucht, kein Problem. Können wir uns über Videocall oder Telefon unterhalten. Infos findet ihr auf meinem Blog. Ansonsten wünsche ich euch eine zauberhafte Woche. Genießt die Zeit. Ich hoffe, ihr vielleicht macht ihr wie ich Sport oder macht irgendwas Relaxes. Also irgendwas Schönes auf jeden Fall, dass wir uns, ja, vielleicht sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Also ich würde mich total freuen. Macht's gut, bis dann. Ciao.